Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Mein Experiment ist vorbei, 30 Tage sind durch und ich gehe einmal einkaufen. Also 3 Kilometer mit dem Rad bis zum nächsten Hofladen. 4 Lebensmittel habe ich da eingekauft, und zwar Öl, Mehl. Anstatt Quark habe ich Skyr gekauft. Da kann ich dieses Mal ein bisschen mehr mit anfangen. Ein paar Eier. Mehl ist auch Hoferzeugnis. Das wurde mir vor Ort auch sofort gemahlen. Und überhaupt, das war ein tolles Erlebnis. Sofort um 8 Uhr morgens nach dem Trinken 6 Kilometer zu radeln. Und es war nicht anstrengend, aber die Strecke war ziemlich lang. Aus Eier und Mehl mache ich Spätzle. Das habe ich mir schon fest vorgenommen. Die Spätzle kann man auch bevorraten, einfrieren. Und aus Skyr mache ich mir Buttermilch oder Kräuterquark zu Pellkartoffeln. Mein Thymian-Tee und ein paar Nüsse, das war mein Frühstück. Die Nüsse sind schon wieder alle weg, bevor ich die gefilmt habe. Das Mittagessen ist die Möhrensuppe. Ich muss wahrscheinlich nochmal erwähnen, dass es die wilde Möhre war, weil in den Kommentaren stand, dass es wäre keine Möhre. Das ist wilde Möhre. Die Suppe wird jetzt restlos aufgegessen und dann gibt ein weiteres Menü. Dieses Jahr sind mir ein paar rote Topinamburknollen in die Finger gekommen und die habe ich eingepflanzt, die sind gewachsen und ich habe vergessen, dass es eine neue Sorte war. Jetzt per Zufall habe ich die wieder entdeckt. Und interessant, die Knollen sind nicht so länglich, die sind knubbelig und die Sorte ist sehr ertragreich. Die großen werde ich jetzt zum Rohkostsalat verwenden und die kleinsten, die allerkleinsten, werde ich nochmal wieder einpflanzen an einem anderen Standort, so wie zum Beispiel wie diese. Die kommt wieder in die Erde. Die darf weiter wachsen. Nur eine einzige Knolle war das im Frühjahr. Und das ist wirklich nicht wenig, was da gewachsen ist. Diese Stelle war mit Blätter und dünneren Zweigen gemulcht. Und jetzt nach einem Saison ist alles verrottet und die Erde ist richtig grob krümelig und hat eine tolle Struktur. 3 Tage habe ich auf den Winterportulak nicht geschaut und man kann den schon mal zum ersten Mal ernten. Mit einer Schere oder vorsichtig abrupfen. Am Ende musste ich doch eine Schere nehmen, es ging dann flotter und ich hatte einen ganzen Teller voll Winterportulak. Wir haben im Keller sehr, sehr viele Vorräte. Von Frühjahr bis zum November versuchen wir alles, was der Garten hergibt, einzubauen.
kochen. Mein Gemüseragout ist vielseitig verwendbar. Heute möchte ich daraus eine Suppe kochen, so eine Tomatensuppe. Dafür benötige ich 1 Liter Wasser und 200 Milliliter von meinem Gemüseragout. Man könnte noch die Kartoffeln mitkochen oder Topinambur. Man könnte Suppengrün da mitmischen und mitkochen. Mein Gemüseragout-Video auf Rocket Stove im Sommer verlinke ich dir oben. Das Rezept ist ziemlich leicht. Es kommt alles, was der Garten hergibt. Es waren die angebratenen Zwiebeln, dann kamen die Möhren dazu, die wurden dann auch angebraten, Paprika, Zucchini, Tomaten und köstlich ist das einfach. Die Suppe ist fertig. Wünscht mir einen guten Appetit. Die lasse ich mir schmecken. Vor einer Woche holte ich mir eine Chili-Pflanze ins Haus. Im kühlen Flur hat sie sich ganz gut adaptiert an die Haustemperaturen und jetzt steht die in einer großen Vase in einer kühleren Ecke. Da mache ich gewöhnlich Sport und meditiere und heute hatte ich richtig Lust beim Sonnenschein nochmal alles clean zu machen, bevor ich mich hinsetze. Die Chili-Aussaat machte ich im Januar. Und das war mein Experiment mit der Wurmfarm. Das war spannend und interessant. Die Wurmfarm und die Chili-Anzucht. Es ist beides gelungen. Für mich war das eine Möglichkeit, die Würmer zu studieren und wirklich sehr, sehr nah zu beobachten. Aber genug dazu. In meinen Permakulturprojekten muss ich jetzt meine Kleidung aussortieren. Aber wie es auch immer mit allen Sachen, versuche ich das ressourcenschonend zu gestalten. Und hier sind die ersten 2 Kleidungsstücke. Das ist eine schwarze Leggings und meine Schlafhose. Ich muss dazu sagen, das ist meine Lieblingsschlafhose. Die ist mir im Experiment einfach zu groß geworden. Die kann ich so in dieser Form nicht mehr tragen. Also zerschneide ich die Leggings. Die ist wirklich durch und nicht mehr tragbar. Das Bündchen hebe ich auf für ein Rockprojekt und hier raus schneide ich ein Bündchen für meine Schlafhose. Zwar ist die Leggings dann weg, aber die Schlafhose habe ich dann wieder intakt gesetzt und ja, kann weitertragen. Die kann auch meine Lieblingsschlafhose weiterhin bleiben. Zum Aussortieren hat mich Kanal Nachhaltig Leben inspiriert. Da wird gerade auch ein Teil am Tag, glaube ich, aussortiert. Und da dachte ich mal, was muss ich mal jetzt in meinem Leben aussortieren? Meine Garderobe natürlich, die muss ich verändern. Ich habe 2 Konfektionsgrößen abgenommen, also muss auch andere Kleidung in meine Garderobe einziehen. Da die Frauen gewöhnlich viele Kleidungsgrößen in der Garderobe haben, muss ich einfach aussortieren, vielleicht auch wie hier noch mal ein Bündchen reinsetzen und kann meine Lieblingsstücke weitertragen. Selbstverständlich im Sinne der Permakultur versuche ich mal, die Sachen nicht einfach in die Altkleidung zu werfen, sondern denen zweites Leben zu geben. Also sehr, sehr ressourcenschonend mit den Sachen umgehen. Und das macht auch Spaß und man lässt die Fantasie schweifen, was könnte damit passieren. In der Küche versuche ich auch zeitsparend zu agieren. Also werde ich Frühstück und Mittagessen gleichzeitig zubereiten. Das heißt für mich erstmal die Kartoffeln kochen. Die habe ich schon am Vortag rausgeholt im Garten. Und was soll ich sagen? Die Pellkartoffeln ist
die beste Variante überhaupt, die Kartoffeln zu verarbeiten. Es wird nichts von der Kartoffel weggeworfen und somit versuche ich so viel wie möglich Pellkartoffeln zu kochen oder wie heute, ich mache aus den Pellkartoffeln dann Bratkartoffeln hinterher. Da wird dann auch nichts weggeworfen. Die Topinambo-Zweige habe ich im Sommer getrocknet. Die eignen sich hervorragend fürs Tee kochen. Mit Hagebutte mische ich die heute, also wird es köstlich. Aus Kia mische ich mir Buttermilch mit 3 Löffeln und eine Prise Salz. Das ist sehr erfrischend und das habe ich wirklich sehr vermisst im Experiment. Als nächstes möchte ich einen Salat machen mit Tomaten, frischen Topinambur und gestern habe ich ja Winterportula gesammelt, aber erstmal kommen die Nüsse. Die Hälfte der Walnüsse war nicht so gut. Das sind die Nüsse, die ich zum Anfang des Experiments gesammelt habe. Da habe ich eine ganze Menge von. Und Haselnüsse, ein Teil habe ich geschenkt bekommen und die kleinsten habe ich selbst gesammelt. Was für ein Unterschied. Die 30 Tage im Experiment haben mich gezwungen, aus meiner Komfortzone und aus meinem Garten rauszugehen, auch in der Umgebung etwas zu suchen. Und somit für eine Gewohnheit braucht man mehr als 20 Tage oder mehr als 21 Tage. Ist das morgen schon gedanklich, bin ich bei einem Menü, was könnte ich noch mal sammeln, was könnte ich doch mal mitbringen in die Küche. Und ich beschränke mich nicht mehr auf meinen Garten, sondern es ist wirklich mehr als 4 Kilometer um das Haus herum, was ich erkundet habe und ich kenne die Stellen. Das ist fantastisch. Das ist ein kleiner Nebeneffekt, aber es fällt mir wirklich auf, dass solche Verhaltensweisen dann dauerhaft sich im Kopf verankern. Die Streuobstwiesen, die Beerensträuche, die Waldabschnitte für Pilze sammeln. Ich war so ziemlich die Einzige, die da unterwegs war und etwas gesammelt habe. Beim Pilzesammeln habe ich tatsächlich 2, 3 Leute gesehen, die dann auch mit dem Körbchen unterwegs waren oder die waren mit einem Hund spazieren und haben nach Pilzen geguckt. Mein Menü ist schon fast fertig. Aber aus der Küche gehe ich nicht raus. Ich räume ein bisschen auf und schaue mal, dass ich die Hagebutte verarbeite. Einen Tag davor haben wir sehr viel Hagebutte gesammelt. Es waren kurze 20 Minuten zu zweit. Ich muss das unbedingt erwähnen, dass ich das nicht alleine gemacht habe. Also ich hatte Hilfe beim Sammeln und die Schüssel ist voll. Ich glaube, da sind mehr als 2 Kilo drin. Und die zu verarbeiten, das wird jetzt dauern. Ich glaube, alles auf einmal werde ich nicht säubern können. Die habe ich im Wasser eingeweicht erstmal und dann von dem Blütenstängel abgetrennt und so ein bisschen auch grob geputzt. Die einfachste Variante scheint mir jetzt, die zu trocknen für Teemischungen. Aber ich bin auch gespannt, falls ihr irgendwelche Rezepte habt, ganz interessante, schreibt mir gerne in die Kommentare. Meine Pellkartoffeln mit Salat waren super lecker. Noch Buttermilch dazu, die habe ich wirklich sehr vermisst.
Die Bratkartoffeln mache ich ebenfalls aus den Pellkartoffeln und erstmal kommt ein Schuss Öl und dann werden die Kartoffeln, die sind heiß. Da brauche ich ein Brettchen und muss vorsichtig sein. Werden die erstmal in Scheibchen geschnitten und da wird tatsächlich nichts verschwendet. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem 30-tägigen Experiment die Lebensmittel richtig als wertvoll betrachte und ja, was soll ich sagen? Also die Pellkartoffeln ist eine sehr, sehr sparsame Variante, die Kartoffeln zu kochen. Im Experiment habe ich von den Bratkartoffeln sogar geträumt. Die Entbehrung war nicht so groß, aber die Lust auf Bratkartoffeln und jetzt mache ich mir eine richtig große Pfanne, so eine richtige große Überdosis von Bratkartoffeln und ich empfinde das als absolut spektakulär. Mit 4 Lebensmitteln noch zusätzlich kann man unendliche Variationen an verschiedenen Gerichten nochmal zaubern. Also braucht man wirklich sehr wenig, frage ich mich gerade. Wahrscheinlich schon. Im November ist die Aufgabe jetzt, den Garten winterfest zu machen, ein paar Sachen noch zu ernten, einzulagern. Ich werde jeden Tag ein Kleidungsstück nochmal aussortieren oder versuchen zu recyceln. Wir kochen zusammen und donnerstags und sonntags gibt es ein Update dazu. Möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.